Auf unserer Panamerikaner-Reise sehen wir mal wieder eine Werkstatt von innen. Und natürlich sind die Probleme größer als erst vermutet. Die meinten, das könnte vom Turbo sein oder vom Intercooler. Immerhin kann das bunte und fröhliche San Miguel de Allende ein wenig Ablenkung bieten, auch wenn die Unsicherheiten dennoch weiter bestehen. Wir haben auch so nach einer Preisschätzung gefragt und es ist so schwierig, das abzuschätzen, weil... Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Leider starten wir diesmal zwar nicht in der schönen Natur oder einer tollen Stadt, sondern ja, vor einer Werkstatt. Wir stehen hier schon seit 4-5 Tagen und warten darauf, endlich einen Termin zu bekommen, damit Sie sich das Auto überhaupt ansehen, denn wir haben eine Liste von Dingen, die gemacht werden sollten und in der Zwischenzeit oder in den letzten Wochen sind noch ein paar Sachen dazugekommen. Wir hoffen, dass Sie sich das Auto heute vielleicht anschauen können, so haben Sie es uns zumindest gesagt, und wir hoffen, dass nicht allzu viel Neues noch dazukommt, von dem wir gar noch nichts wussten. Ja, jetzt müssen wir einfach mal darauf warten, dass wir drankommen. Das Tor ist nämlich schon aufgegangen und Sie meinten, Sie nehmen uns am Morgen gleich als erstes, aber es steht schon wieder ein anderes Auto in der Garage. Also mal sehen, wir hoffen einfach mal drauf, dass wir in der nächsten hoffentlich halben Stunde etwa drankommen und dann vielleicht auch mehr wissen. Okay, sieht so aus, als würde langsam Bewegung in die Sache reinkommen. Wir haben den Befehl erhalten, dass wir los dürfen. Das heißt, Tommy fährt mit dem Van als erster rein, denn Sie müssen ja auch noch was machen hier. Und wir kommen als zweites hier vorne in die Halle rein. Und ja, wir sind gespannt, wie das dann kommt. Oh, ich finde, so Werkstattsachen sind immer so ein bisschen nervenaufreibend, machen einen immer ein bisschen nervös. Ah ja, da kommt auch schon Roberto. Ja, zumindest haben wir es jetzt mal reingeschafft. Die besprechen jetzt noch kurz, was alles gemacht werden muss. Und danach kann die Inspektion mal losgehen. Ja, mal schauen, wie das wird. Das Vorgehen wird jetzt so sein, Sie haben eine Liste, nach der Sie immer Ihre Check-ups machen. Also Sie gehen jetzt einfach diese Punkte durch und schauen, ob die bei uns am Wagen so passen. Plus, wir haben ja noch die Liste. Eine Sache ist, dass wir immer wieder ein bisschen Öl... Na gut, okay, das Technische erklärt vielleicht nachher Roberto, aber wir haben immer wieder ein bisschen Öl auf dem Motor, so wie ich es verstanden habe. Und das besprechen wir jetzt gerade und danach geht es zu den weiteren Punkten. Auf jeden Fall fühlen wir uns da auch richtig gut aufgehoben und ja, weil wir haben auch eine Empfehlung bekommen für diese Werkstatt. Es soll wohl richtig gut sein. Sie gehen auch auf alles ein, was wir ihnen sagen und ja, sie machen eigentlich auch so Rallye-Fahrzeuge und Oldtimer, also die verstehen schon ihr Fach. Man sieht auch richtig coole Autos hier rumstehen. Ja, mal sehen, was jetzt rauskommt. Wir machen noch kurz eine Probefahrt, um zu sehen, ob alles gut ist und danach kommen wir zurück und dann geht's, ja, um zu schauen, was uns das alles kostet. Oh oh. Soweit alles gut. Hoffentlich. Hast du nur noch nicht gesagt? Nee, er schaut sich noch kurz was an und dann... Abro, adelante. No, déjame checar primero ahí. Vale. Y ya ahorita vemos. Perfekt. Boah, ist das hell. Also, neues Update.
unser Wagen ist fertig, also die Inspektion wurde gemacht. Sieht soweit alles gut aus, also es gibt wenig Sachen, die gemacht werden müssen. Eine einzige Sache ist das mit dem Ölverlust. Das hatten wir ja schon seit wir den Wagen haben, dass wir immer wieder ein bisschen Öl verlieren. Bis jetzt war es so, dass uns jeder Mechaniker gesagt hat, ja, passt schon. Die meinten, das könnte vom Turbo sein oder vom Intercooler, die Luft nach oben über diese Turboschläuche führt. Das müssen Sie noch genauer anschauen. Aber ansonsten sieht soweit alles okay aus. Auspuff müssen wir wahrscheinlich neu machen. Der sieht schon ziemlich übel aus. Aber sonst, ich glaube, soweit alles in Ordnung. Wir müssen jetzt mal schauen, wenn der Werkstattleiter kommt, einen Termin abzumachen. Und ja, was uns das Ganze kosten wird. Denn darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Ja, von dem her, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal raus. Frühstücken noch was und ja, danach wollen wir unbedingt noch nach San Miguel de Allende, das ist keine 5 Minuten von hier, ein schönes Dörfchen, was uns empfohlen wurde, oder? San Miguel de Allende. Oh ja, ich freue mich schon. Und es wurde, glaube ich, erkoren als was? Zum 3. Mal in Folge ist es die beste kleine Stadt der Welt. Wenn das nichts zu bedeuten hat. Ja. Also, frühstücken und dann gleich mal in die Stadt. So, Frühstück war lecker, aber schnell, denn wir wollen uns ja heute noch die Stadt anschauen und wir wollen vorher noch Wasser auffüllen. Hier bei der Werkstatt gibt es einen Wasseranschluss und den wollen wir nutzen. Das heißt, wir fahren eigentlich erstmal nur 20 Meter, 50 Meter, füllen das Wasser und treffen dann die anderen in der Stadt. Aber ja, wenn man schon die Gelegenheit hat, muss man die auch nutzen, oder? Irgendwo hier muss der Anschluss sein. Mal schauen, ob wir den finden, denn das ist das erste Mal, wo wir hier das Wasser füllen. Oh, okay. Ja? Okay, da hinten ist er. Ah ja, da. Ja, ich glaube, der Schlauch ist lang genug. Okay, oder? ich glaube, ja. Und sonst haben wir noch 2 Schläuche, also fahren wir mal alles auf. Normalerweise ist es nicht so eng, wenn wir Wasser füllen gehen, aber ja, wollen uns jetzt mal nicht beklagen. Und hier ist der Anschluss. Und ich habe noch ein Adapterteil mitgenommen. Unbedingt, ganz wichtig, nicht vergessen. Ja, Druck ist auch genug da. Wie wahrscheinlich für alle, die im Van reisen, ist für uns sehr wichtig, dass wir immer sicheres Trinkwasser haben. Und da sind wir richtig froh, dass wir seit über einem Jahr die Wasserfilter von Alpfilter nutzen können. Kannst Wasser laufen lassen. Okay. Ja, wir sind damit so zufrieden mit den Filtern. Und wenn man sich überlegt, wie viel Plastikflaschen man sich damit einsparen kann. Es hat sich auf jeden Fall in Kanada und in den USA bewährt, denn ja, da kriegt man nicht immer Trinkwasser zum Tanken. Und auch hier, selbst wenn wir zu den Purificadoras gehen, die Filter sorgen auch für einen neutralen Geschmack und das macht schon ganz schön viel aus. Während wir unseren Wassertank befüllen, möchten wir euch gerne mehr über unser Filtersystem erzählen, denn wir benutzen 3 Filter. Der erste Filter ist der Protect 4 Filter und damit werden hauptsächlich Rohrablagerungen und Sedimente gefiltert. Danach kommt der Active Filter mit dem Aktivkohlekern und der filtert zum Beispiel Chlor oder auch Schadstoffe wie Pestizide, Medikamentrückstände oder auch Mikroplastik aus dem Wasser. Außerdem absorbiert er auch Schwermetalle und damit neutralisiert er auch den Geschmack des Wassers. Zum Schluss kommt der Nanofilter mit der Nanokeimsperre. Die Filterung durch die Hohlfasermembran hilft gegen Bakterien- und Virenbelastung im Wasser und bekämpft somit auch schädliche Mikroorganismen, die eben im Wasser auch enthalten sein können. Abgesehen von der Funktionalität der Filter ist der weltweite Versand für alle Reisenden ein riesiges Plus, denn damit muss man nicht unnötig viele Ersatzkartuschen mit dabei haben, sondern kann die ganz gemütlich irgendwohin bestellen. Außerdem gibt es 2 Möglichkeiten, um das Wasser zu filtern. Die eine Möglichkeit ist so, wie es wir haben, nämlich wir filtern das Wasser, bevor es in den Wassertank kommt. Oder die zweite Möglichkeit, man verbaut das fest und filtert das Wasser zwischen Tank und Wasserhahn. Und das Beste ist, wir haben noch einen Rabatt für euch. Mit dem Rabattcode CHIRPY10 erhält ihr vom 21. Mai bis zum 12. Juni 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Alpfilter. Unser Tank ist aber, glaube ich, bald voll. Das heißt, wir räumen hier zusammen, machen uns fertig und sehen uns gleich in der Stadt wieder.
So, wir haben es geschafft und sind endlich in San Miguel angekommen. Die anderen haben wir auch getroffen, die sind da vorne und jetzt laufen wir nur noch ins Zentrum rein. Ist eh nicht weit, oder? Ich glaube, es sind ein paar Minuten. Ein paar Minuten sollten wir da sein. Und dann sind wir da. Ach ja, und Ben ist unser Reiseführer heute. Den haben wir bei der Werkstatt kennengelernt. Er ist schon seit ein paar Wochen da, kennt sich also gut hier aus und ja, hat sicher den einen oder anderen Geheimtipp für uns. Ya viste todo el parque. Hoppala! Bienvenido a México. Gracias! Welcome to Mexico. Hast du wieder Bekanntschaften Wieder gemacht? Bekanntschaften gemacht. Ah, muss auch sein, oder? Ja, Man klar. weiß ja nie. Und die Kärtchen bekommen. Wofür? Für eine Band. Ah, Aber ich weiß nicht, ob er da spielt oder die uns einfach so verteilt hat. Keine Ahnung. Naja, mal schauen. ich glaube, wir sind wirklich im Zentrum angekommen. Hier vorne ist nämlich die Parroquería de San Miguel Arcángel oder so ähnlich. Meine Aussprache ist wahrscheinlich nicht perfekt. Und gegenüber ist hier der Garten von Allende. Da trifft sich wirklich jung und alt. Ich glaube, jede einzelne Bank ist besetzt. Da sitzen so viele Leute. Ja, es ist so eine ausgelassene Stimmung hier. Es gibt so viele Cafés, die einladen, sich reinzusetzen. Also, ja, der erste Eindruck ist richtig gut. San Miguel de Allende war früher auch ein Pueblo Mágico, von denen haben wir schon einige besucht und die sind ja immer ein Besuch wert. Mittlerweile wurde es zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Ja, und wenn ich das so sehe, muss ich einfach sagen, es ist einer der schönsten Plätze, die wir bis jetzt in Mexiko besucht haben. Richtig farbenfroh und ja, eine richtig coole Stimmung. Kleiner Nachtrag noch zum vorletzten Video. Auf jeden Fall einmal in La Saladita haben wir gesagt, dass teilweise der Abfall einfach verbrannt wird. Man sieht, es geht auch anders. Tatsächlich in den meisten größeren Städten, wo wir waren, wird Abfall getrennt und ja, ich glaube sogar die Deckel werden irgendwie weiterverwendet oder so. Also ja, Abfallmanagement ist nicht nur schlecht in Mexiko. Oh, es ist so heiß, aber zum Glück gibt es hier fast an jeder Ecke einen Brunnen, wo man sich ein bisschen, naja, wenigstens so die Hände waschen kann, so die Arme abkühlen. Aber ich würde sagen, irgendwann muss schon die Erfrischung oder Abkühlung von innen kommen, oder? Meinst du? Meine schon. Ja, mal schauen, was unser Guide sagt. Ja, ich glaube, den kriegen wir schon rum. Ja.
heute was zu essen? Ich habe immer Hunger. Das stimmt. Aber wer viel läuft und Sightseeing macht und Orte besucht, der verbrennt auch viel Energie. Ja, der muss viel essen. Der muss viel essen, sehr viel. Ja. Un doble, sí. Perdón. Na, schmeckt So when I take the frappé de café, Muchas gracias. pardon. ¿Qué sabor? ¿Boca, galleta? Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich hätte eigentlich Lust auf einen Iced Coffee, aber hier gibt es halt Eis. Also gibt es einen Kaffee-Eis. Das ist echt lecker. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Gute Entscheidung gewesen. Aber es war teuer. 91 Pesos, das sind etwa 4,50 Euro. Man merkt es Was? doch. Ja, Für das Eis? also es ist echt gut. Bestimmt sind noch 4,50? Schokostücke drin, aber 4,50 da Gold ist drin? echt viel. Habe ich noch nicht entdeckt. Vielleicht, wenn ich mich weiter runter arbeite. Ist halt touristisch hier, das merkt man dann. Wisst ihr, was noch teurer ist als ein Eis? Frappé. Was hast du bezahlt? Eis und Frappé 229. Also über 10, 11 Euro für... Ja. Wow. Ich hoffe, es ist wenigstens gut. Das Probier wird mal. sicher sein. Also es sieht gut aus auf jeden Fall. Ja, Kann man trinken. ja die machen es schon gut, oder? Allein vom Nuss-Value ist es schon sehr wert. Roberto isst kein Eis, denn er ist selber schon süß genug. Das ist der Kitsch dazu, dass wir heute auch noch im Partnerlook rumlaufen. Wir haben beide unten dunkelrot und oben weiß. Ja. Ja. Damit man auch ja erkennt, dass wir zusammengehören. Die schönsten Kleider haben wir heute angezogen. Mhm, das stimmt. So viele haben wir halt nicht davon. Wir sind wieder am Hauptplatz und wow, ist hier was los. Ja, man hört es im Hintergrund. Überall sind die Mariachis rausgekommen. Ja. An jeder Ecke spielen sie was. Ja, ist richtig was los hier. Oh ja. Und das Witzige ist, also die Mariachis spielen ja anders als jetzt die klassischen Straßenkünstler, wie man in Europa das kennt. Das heißt, die stellen sich nicht einfach hin und warten, dass jemand Geld gibt, sondern die werden liedweise oder mehrere Liederweise Gebucht, ja. und dafür dann bezahlt. Also Ja. da wird wirklich ein Ständchen gespielt für bestimmte Personen. Echt witzig. Ja. So, jetzt gehen wir essen, oder? Ja, wir sind alle hungrig. Ja. Mittlerweile ist es dunkel geworden oder fast dunkel, aber deswegen ist der Hunger nicht kleiner. Ben kennt hier eine Gasse, da gibt es wohl gute Restaurants, authentische und günstigere, denn im Zentrum ist es touristisch und teuer. Ja, wir sind gespannt, wo er uns hinführt. Es soll wohl richtig viel Auswahl geben, viel gute Küche, mexikanische Küche, aber auch internationale. Ja, wir lassen uns überraschen. Wir vertrauen da voll auf Ben. Das nenne ich authentisch. An diesem Spieß, das aussieht wie ein Döner, ist La Pastora.
El Pastor, irgend sowas. Fleisch. Schwein oder Rind, ich würde mal vermuten, das ist Schwein. Ja. Mal sehen. Nein, ist El Pastor. El Pastor, gut. El Pastor. Ah, Ich weiß nicht. es ist mexikanisch. Ja, das Essen ist da. Wir fokussieren uns jetzt auf das Wichtige. Ich habe Kartoffeln mit Al Pastor und Käse. Am Tisch gibt es sonst noch Variationen von Tacos und Kartoffeln und ja, sieht alles richtig lecker aus. Wir essen jetzt und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Morgen. San Miguel gestern war wirklich eine süße Stadt, also hat uns besonders gut gefallen. Ja, würde ich auch sagen. Und wir hatten einen richtig guten Guide Ja, auf jeden Fall. mit Ben. Danke, Ben. Und ja, wir wollten euch ja eigentlich noch ein Update zum Auto geben. Wir haben nämlich News. Ja, So. einige Sachen habe ich schon gestern erwähnt. Also das war das mit dem Auspuff, dass der komplett erneuert werden muss. Alle in den Instagram. Und das andere war halt das mit dem Ölverlust. Ja, da müssen Sie, wie bereits erwähnt, also den Ladeluftkühler ausspülen, um dann zu sehen, ob vielleicht am Turbo was ist. Da wissen wir halt noch nichts und ja, das wird sich erst zeigen, sobald das ausgebaut wurde. Und dann gab es noch zwei weitere Sachen. Das eine sind Bremsleitungen, die sind komplett durchgerostet. Das meinten sie, das muss auch unbedingt ersetzt werden. Zum Glück können sie das selbst hier im Haus machen. Also die werden die Leitungen biegen, dass es dann passt. Und dann war noch die Klimaanlage, glaube ich. Ja. Ja, genau, die Klimaanlage. Ja. Die funktioniert mal, dann funktioniert sie nicht. Wir haben sie das letzte Mal in La Paz auffüllen lassen, Ja, das auf der Gas. Baja. Aber die funktioniert schon wieder nicht. Und die wissen nicht, was es genau sein könnte. Es könnte der Schlauch sein, es könnte der Klimakompressor sein. Auch da wird sich dann mal zeigen, sobald sie das anfangen auszubauen, wo genau das Problem ist. Und ja, ich glaube, also das teuerste wird wahrscheinlich, wenn was ist, der Turbo sein. Ja, es ist halt, wir haben auch so nach einer Preisschätzung gefragt und es ist so schwierig, das abzuschätzen, weil ja, Man falls weiß der noch Turbo nicht. wirklich hin ist Ja. und der ersetzt werden muss, ist das teuer. Bei der Klimaanlage kann es eventuell auch richtig teuer werden, wo wir uns dann halt überlegen müssen, ob es das wirklich wert ist. Beim Turbo können wir uns, glaube ich, nicht überlegen, ob es das wert ist. Nee, also wenn der durch Ja. ist, dann müsste man, also wir haben auch keinen Leistungsverlust oder so, es ist halt einfach, es könnte sein und halt je weiter südlicher das wir fahren, desto schwieriger wird es dann auch die Teile zu besorgen. Hier sind wir wirklich an einer guten Adresse, wo wir mehr oder weniger alles besorgen können oder zumindest hierher bestellen können. Ja. Aber ja, das wird Ja. sich jetzt zeigen. Vom Zeitfenster für Ja. uns auf der einen Seite gut, weil wir planen für die nächsten paar Wochen ein paar Sachen. Da können wir das Fahrzeug hier stehen lassen. Ja. Wenn es klappt, sind wir nämlich eine kurze Zeit ohne Van unterwegs. Ja, Aber die Idee ist, dass wir dann den Wagen hier stehen lassen können und Sie in Ruhe dran arbeiten können, weil besprochen ist ja eigentlich Genau. alles. Und falls unterwegs, also während den Reparaturen noch was auftritt, können Sie uns ja immer noch Genau. kontaktieren. ja, von dem her unbedingt bleibt dran, Ja, abonniert den Kanal, klickt auf das Glöckchen, damit ihr benachrichtigt werden, wenn es weitergeht. ja. Und ja, ich würde sagen, Wir sehen uns nächste Nächste Woche Woche wieder. hasta luego. Hasta luego.
Meine neuen Freunde, die Mochigangas. Du hast den qualifizierten Arbeitsteil bekommen. A ribbon of